Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Heute betrachten wir ein Thema, das den einen oder anderen vielleicht interessieren könnte, nämlich das Amazon von Kuba. Wir wissen ja, die Preise in Kuba sind extrem hoch. Aber ja, wie hoch ist denn tatsächlich die Frage für manche Sachen? Will der ein oder andere vielleicht auch mal wissen. Und ich sag mal so, es gibt nicht nur den analogen Schwarzmarkt sozusagen, sondern dieser ist natürlich auch digital mittlerweile verfügbar. Neben ja, Facebook-Gruppen, wo halt entsprechend getauscht oder verkauft wird, gibt es auch eine tatsächliche Website, die Revolico heißt. Ja, und wie gesagt, auch da gibt es entsprechende Facebook-Gruppen mit Revolico oder ja, Compra, Venta oder ähnliches. Na, da könnt ihr gerne mal bei Facebook schauen, in den entsprechenden Gruppen bzw. nach den Gruppen schauen. Aber der einfachste Weg, sage ich mal, weil nicht jeder ist bei Facebook, und der einfachste Weg, um da überhaupt mal so ein bisschen einen vielleicht Überblick zu gewinnen, wie teuer manche Sachen aktuell in Kuba sind, ja, da bietet sich halt die Seite Revolico an, also revolico.com. Und die Seite gucken wir uns jetzt mal an. So, ich schalte hier mal rüber. Und die Seite ist entsprechend so aufgebaut, dass wir jetzt erstmal so, ich sag mal, allgemeine ja, Auswahlmöglichkeiten haben, was wir konkret suchen wollen. Ne, also ganz allgemein kaufen und verkaufen, Autos, Wohnungen, Häuser, Computersachen oder sonstige Services. Ja, wie gesagt, da gucken wir gleich mal entsprechend rein. Hier unten auch dann noch entsprechende Arbeitsstellen, beziehungsweise generell Arbeiten, die man auch anbieten und suchen kann. Wenn wir zum Beispiel wissen wollen, okay, was kostet denn aktuell, sage ich mal, ein Fernseher, können wir mal reingucken. So, da haben wir hier eine entsprechende Auflistung. So, Sabado, also Samstag, 20. November, das ist in dem Sinne auch heute. Haben wir hier entsprechende ja, Auflistung, eine Übersicht. Wir könnten jetzt hier bei der Suche, also Buscar, entsprechend eingeben, was wir konkret suchen wollen. Na, wir können hier sagen, okay, Preis, Minimum, Maximum, in welcher Range wir sozusagen suchen. Wir könnten jetzt hier auch sagen, okay, wir suchen speziell, weiß nicht, in Santiago meinetwegen etwas. Und beim Municipio könnte man jetzt auch entsprechend auswählen, okay, wo genau. Wir können ja mal sagen, okay, San Luis. Und man könnte jetzt sagen, okay, man möchte nur Angebote haben oder angezeigt bekommen, wo auch Fotos hinterlegt sind. Na, insgesamt haben wir jetzt hier über 6000 Angebote, wobei man sagen muss, ich weiß nicht, inwiefern bereits verkaufte Sachen dann auch wieder rausgenommen werden, inwieweit das Ganze gepflegt wird oder ob das alles irgendwo im Hintergrund trotzdem weiter ja, drin bleibt und die ganzen Sachen dann eigentlich vielleicht gar nicht mehr aktuell sind. Aber hier diese Eintragungen vom 20. Da kann man eigentlich schon sagen, okay, die sind zumindest aktuell. Wir können ja mal ganz allgemein gucken, was es halt in San Luis gibt, falls es in San Luis etwas gibt. Gut, da gibt es halt gerade nichts. Ja, mal alle gucken. So, also in Santiago gibt es aktuell tatsächlich nur 6 Fernseher, die zumindest über diese Seite entsprechend verkauft werden. Da können wir mal gucken, was es entsprechend so gibt. So, hier sehen wir ja USD, also US-Dollar, beziehungsweise CUC. Ne? Also der CUC, sofern, also der ist ja eigentlich gar nicht mehr verfügbar, aber es wird halt immer noch mit dem CUC zumindest virtuell gehandelt. In dem Sinne wird also der Umrechnungskurs halt berücksichtigt, der es dann halt, den es halt so auf der Straße gibt. Ja,
Ja, soll heißen, der COC ist halt zum jetzigen Zeitpunkt, zumindest hier in Revolico, nicht mehr so viel wert wie der USD, obwohl es halt ja einmal 1:1 war, ist aktuell ja in dem Sinne nicht mehr der Fall. Der COC, den gibt es nicht mehr. Und der Umrechnungskurs auf der Straße, der dann halt tagtäglich angewendet wird, da muss dann halt geschaut werden, wie hoch denn der aktuell ist. Ja, in dem Sinne wären es dann also, ich glaube aktuell, sag mal 80 Peso für ein COC ungefähr. So, wenn wir jetzt also sagen, okay, hier Samsung, so 75 Zoll, 10.200 COC. So, das ist recht viel. Aber gut, das ist halt zumindest der Preis, der gerade aufgerufen wird. Zumindest bei der Person. Da müsste man jetzt tatsächlich nochmal nachschauen, meint er wirklich COC oder vielleicht sogar Peso. Wobei Peso wird zu wenig sein. Ne, das werden schon COC sein. So. Wer möchte einen kaufen? Na gut. Okay, Fernseher ist dann in dem Sinne vielleicht nicht so die super Geschichte, aber wir gucken mal zurück. So, was haben wir denn noch? Sachen, ne? Also die werden natürlich auch gut gehandelt, wobei das hier natürlich auch nicht ganz gut organisiert ist, denn hier haben wir jetzt das Mi-Band, sehe ich gerade. Das ist ja was Technisches, ist ja ein Schrittzähler bzw. so ein Healthy Armband. Kommen wir damit also auch nicht unbedingt weiter, aber wir gucken mal weiter, was es bei Autos gibt. Na, was will man denn für ein Auto haben? Da gucken wir jetzt auch gar nicht genau in die entsprechenden Provinzen rein, sondern mal allgemein. Ne? Also zwar nach Provinzen suchen kann, habe ich euch ja jetzt hier an der Stelle schon mal gezeigt. Von daher ist es ganz gut, wenn man halt allgemein was sucht, wo man dann halt sagt, okay, ich befinde mich halt größtenteils, oder die Person, die es entsprechend kaufen möchte, befindet sich größtenteils in der Gegend um Havanna meinetwegen, ne, dass dann, na klar, primär halt eher auch da geguckt wird und nicht irgendwie ein Baracoa, was dann halt auf der anderen Seite der Insel ist. Ja, von daher muss man dann schauen, okay, oder könnte man an der Stelle schauen, gut, gibt es denn halt in meiner Umgebung entsprechend ein Angebot oder wird etwas angeboten. Ja, wir können ja mal gucken. 2006er Hyundai. Oh, das ist schon wieder raus. Gut. Nehmen wir das hier. So, ein Lada 2106. Ja, für 25.000 US-Dollar. Dann gucken wir mal rein. Von drin sieht er soweit erstmal okay aus. Außen auch alles schick gemacht. Ja, normale Stoffbezüge. Hinten auch alles sauber. Okay, da wiederholt sich das. Ja, also an der Stelle muss man sagen, okay, das Fahrzeug würde also zum jetzigen Zeitpunkt 25.000 US-Dollar kosten. Na, und genau, hier hat man also die Möglichkeit, denjenigen, den Camillo, anzuschreiben oder anzurufen, wenn man da entsprechend Interesse hat. Ja, wenn man weiter guckt, was gibt es hier halt noch? Deo. So, hier hat man jetzt keinen Preis aufgerufen. Zumindest sehe ich ihn jetzt nicht. Ja, aber ihr versteht schon, also grundsätzlich kann man hier halt ganz gut gucken, okay, was sind halt so manche Sachen aktuell wert. Ne, speziell auch, wenn man direkt nach etwas sucht. Ne, Hyundai Accent 2006er, 45.000 US-Dollar.
Und das ist dann schon, naja, okay, war ein Automatikgetriebe. Ich weiß nicht, ob das in Kuba jetzt so das Sinnvollste ist. Gut, also wegen Ersatzteile etc. ist natürlich, sind Fahrzeuge, die halt mechanischer sind, und der hat zum Beispiel auch Bordcomputer etc. Ist halt die Frage, ob das zum jetzigen Zeitpunkt in Kuba so sinnvoll ist hinsichtlich den Ersatzteilen, Reparatur, Verschleiß. Ja, da muss man gucken, dass man da dann auch etwas findet, und ist dann halt bei so eher mechanischeren Fahrzeugen, die, ich sag mal, spätestens aus den 90er stammen, wahrscheinlicher, dass man da etwas findet, um halt das Fahrzeug auch in Betrieb zu halten. Wir können ja mal gucken bei den Häusern, ja, was es da so gibt. Und da können wir mal sehen, ein Ciego de Ávila. Na, was gibt's denn da? Wir wollen natürlich nur mit Fotos. So, wir haben jetzt hier 25 Angebote in der Provinz Ciego de Ávila mit Fotos. Und gut, da gucken wir mal gleich in das erste rein. Vom 18. November, also relativ neu. Hatte bisher 85 ja, Besucher auf dieser Seite. So, das Ganze soll 45.000 COC kosten. Jetzt aber hier auch nur ein Bild, wie es aussieht. Das sagt jetzt nicht allzu viel aus. Schade. Deswegen gucken wir mal weiter. So, nehmen wir gleich das nächste Bild. So, hier haben wir aus Ciego de Ávila 19 Besucher, auch vom 18. Und dann haben wir hier auch ein paar Bilder dazu. Und gerade beim Hauskauf will man ja im Vorfeld schon mal irgendwie, ja, zumindest ein paar Bilder haben, damit man weiß, ob es sich lohnt, das Ganze sich überhaupt anzuschauen. So, man sich erstmal eine schöne Dusche. Alles neu gemacht. Farbenfroh. Okay, hier ist jetzt die Frage, ob inwiefern halt auch die Möbel drin bleiben. Das ist in Kuba oftmals der Fall, dass halt das Mobiliar halt mit verkauft wird. So, gut, jetzt wiederholt sich das Ganze. Genau, da kann man dann entsprechend schauen. Na, und ja, wie gesagt, hier seht ihr jetzt auch, ne, wie teuer sind denn hier an der Stelle entsprechend Häuser in Ciego de Ávila. Ach, hier haben wir nochmal das. Okay. So, hier haben wir noch eins für 85.000. Da gibt es aber keine Bilder, komischerweise. Hatte ich das nicht ausgewählt? Ja, hatte ich. Na gut. Hier soll es auch eigentlich 10 Bilder geben. Na, wer weiß. Ja, ihr seht, die Seite funktioniert auch nicht unbedingt astrein. Aber wie gesagt, als Anhaltspunkt ganz gut, und gerade wenn man halt mit Familie vor Ort ist oder generell eine Familie vor Ort hat, kann man da ganz gut schauen, okay, wenn nicht, man möchte vielleicht investieren, ein Haus kaufen oder Haus tauschen, Fernseher, Fahrrad, weiß ich nicht, Klimaanlage ist kaputt oder generell soll angeschafft werden, so eine Geschichten halt, wenn die jetzt nicht unbedingt neu, so Häuser jetzt nicht, ne, aber gerade so Klimaanlage, Fahrräder, wenn die jetzt nicht unbedingt neu direkt aus dem Geschäft kommen soll, weil es auch mal eine Frage, inwiefern MLC zur Verfügung steht, hat man hier die Möglichkeit natürlich zu gucken und das Ganze in halt Secondhand ja, entsprechend zu kaufen. Ja, und hier dann auch gegebenenfalls mit Peso. Na, also ganz normal. Ja, was haben wir hier noch? Können wir mal gucken bei Laptops, was gibt's denn da? So, die 45.000 Peso, 54.000 Peso in Havanna.
und hier steht dann plötzlich, also Moment, ah ja. Ah ja, der hat also mehrere. Genau, und ihr seht das schon, ne? Also entweder möchte derjenige 900 US-Dollar haben oder 54.000 Peso. Ne, so oder so. Da die wenigsten halt US-Dollar rumliegen haben und dass man sich auch nicht auszahlen lassen kann bei Banken oder ähnliches. Wäre also der US-Dollar höchstens von Personen aus dem Ausland oder die es dann halt mitgebracht haben. Also wäre dann der eigentliche Preis tatsächlich der Peso, mit 54.000 Peso. So, okay, dann haben wir das. Ja, wie gesagt, hier könnt ihr auf jeden Fall schauen. Neben dieser Seite, wie gesagt, gibt es auch noch Facebook-Gruppen. Ich finde allerdings diese Seite allgemein halt einfach schöner, weil man halt speziell suchen könnte, was man da jetzt halt entsprechend mal eingeben. Bicicletta hatte ich schon mal gesucht. Und dann haben wir jetzt hier 4.562 Ergebnisse bekommen. Dann gucken wir jetzt mal in Granma, meinetwegen in Bayamo direkt mit Foto. Bam. Und wir haben tatsächlich ein Inserat immerhin, aber hier ist der Preis auch heftig, sehe ich gerade. Und passt gar nicht, weil es ist ein Haus. Naja, es kommt natürlich darauf an, wie derjenige, der es dann einträgt, auch einträgt, soll heißen. Jeder kann ja diese Seite nutzen, also du und ich können dort entsprechende Angebote, Artikel anbieten. Wenn das Ganze jetzt hier falsch hinterlegt wird, ist natürlich schwierig. Wir können ja mal allgemein in Granma gucken. Bleiben wir auch, okay. Ups, da werden wir nicht viel finden, glaube ich. So, Cienfuegos. So, hier sieht schon anders aus, ne? Bicicletta also Fahrrad. Für Kinder, 150 Dollar. Sieht soweit erstmal ganz gut aus. Gut, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen und vielleicht habt ihr es ja schon gekannt, vielleicht nicht. Wenn ihr vielleicht noch andere Seiten kennt bezüglich Verkauf und Kauf in Kuba neben Revolico, dann gerne in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und wenn es noch nicht getan habt, also wenn ihr es noch nicht getan habt, dann auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren, würde mich auf jeden Fall freuen. Und so verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Wir sehen uns dann spätestens am nächsten Sonntag zum nächsten Video. Bis dahin, Saludos, ciao.